Hi, die Verbindung, die wir jetzt als erstes machen wollen, ist diese hier. Die heißt Schlitz und Zapfen. Ist also ein Stück, bei dem auf der einen Seite ein Schlitz ausgestemmt wird und an der anderen Seite wird ein Zapfen angeschnitten und diese beiden Teile werden zusammengefügt. Und was man dafür als erstes braucht und was es immer zu klären gibt, ist das Werkzeichen. Das Werkzeichen seht ihr hier angedeutet mit diesen beiden in blau angelegten Spitzen. Und das ist die Hälfte eines Werkzeichens. Und ich glaube, ich sollte erstmal erklären, wie ein ganzes Werkzeichen funktioniert, bevor wir weitermachen. Normalerweise baut man ja nicht eine einzelne Ecke. Das machen wir jetzt nur zu Übungszwecken, sondern wenn, dann baut man einen kompletten Rahmen. Und ein Rahmen besteht normalerweise nicht aus den 2 Teilen, die wir da haben, sondern aus 4 Teilen. Und das Erste, was ich tue natürlich, wenn ich diese Teile zusammenfüge, ist mir auszusuchen, welches Teil wohin kommt. Dafür gibt es ein paar Regeln, die sinnvoll sind, und eine, die ich besonders sinnvoll finde, ist die, das so auszusuchen, dass die Teile so liegen im fertigen Stück, wie sie im Baum gewachsen sind. Das heißt zum Beispiel, kann man hier sehen, ich sortiere die jetzt mal so, man sieht, ich sortiere beide Kernseiten nach innen und beide Male die rechten, also die zugewandten Seiten nach oben, sodass sie sich theoretisch zumindest zu einem ganzen Jahresring ergänzen könnten. Und ich sage jetzt mal, dieses hier sind meine beiden senkrechten Teile. Die lege ich so hin. Dann nehme ich die anderen beiden Teile und mache mit denen genau das Gleiche. Das sind meine beiden waagerechten Teile. Also so lege ich mir das hin. Und so möchte ich, dass der fertige Rahmen nachher aussieht. Jetzt bearbeite ich diese Ecken alle einzeln und muss deswegen eine Methode finden, jedes einzelne dieser Werkstücke so zu kennzeichnen, dass ich das während des Bearbeitungsprozesses und vor allen Dingen am Ende beim Zusammenfügen immer wieder finde. Und dafür gibt es ein Werkzeichen. Und Werkzeichen funktioniert eben so, dass ich jetzt sage, ich nehme die beiden senkrechten Teile und schiebe die zusammen. Und dann nehme ich die beiden waagerechten Teile und schiebe die auch zusammen. Aber nach wie vor lasse ich die senkrechten Teile senkrecht und die waagerechten Teile waagerecht. Und dann mache ich über beide ein identisches, großes, gleichschenkliges, möglichst spitzes Dreieck, nämlich so eins einmal und so eins zum zweiten. So, und was wir da jetzt hervorhaben, ist eine linke obere Ecke. Das heißt, ich sortiere diese beiden Teile jetzt aus, weil ich die für diese Ecke nicht brauche. Im Normalfall ist es so, das sieht man auch hier an der Tafel, der übliche Weg ist, dass das senkrechte Teil den Schlitz bekommt und das waagerechte Teil den Zapfen, sodass nachher an dem fertigen Stück das senkrechte Teil durchläuft. Für die Stabilität der Verbindung spielt das eigentlich keine besonders große Rolle. Es spielt eigentlich gar keine Rolle, weil das keine formschlüssige Verbindung ist, sondern man kann ja Schlitz und Zapfen in verschiedenen Richtungen zusammenfügen und wieder auseinanderziehen. Aber für die Optik spielt es eine Rolle. Also bei allem, was wir tun, sobald wir anfangen mit Holz zu arbeiten, und das beginnt tatsächlich schon in dem Moment, wenn man einen Stamm auftrennt eigentlich, legen wir 2 Dinge immer zusammen fest, oder wir beschäftigen uns damit, die 2 Dinge festzulegen, nämlich wie ist das Stück nachher konstruktiv und aber auch, wie sieht es nachher aus. Also das heißt, schon diese Sortierung, wo ich sage, ich mache die Kernseite nach innen, hat nicht nur eine konstruktive Bewandtnis, sondern auch eine gestalterische. Bei einem Holz wie Kiefer zum Beispiel, was irgendwann im Laufe der Zeit einen sehr stark optischen Unterschied zwischen Kernholz und Splintholz bekommt, sieht es irgendwie doof aus, wenn man einmal das Kernholz innen hat und das Splintholz außen, und bei dem Stück daneben hat man das Splintholz innen und das Kernholz außen. Das passt dann nicht mehr vernünftig zusammen. Besonders blöd ist es, wenn man so eine Ecke auf Gärung macht. Dann sieht das ganz merkwürdig, komisch kariert aus. So, das heißt,
Ich nehme das so, dass an dieses Teil, das ist das senkrechte Teil, da kommt der Schlitz hin. Und an dieses Teil, das ist das waagerechte Teil, da kommt der Zapfen hin. Was ich jetzt tue, um das Anreißen zu beginnen, ist, ich stelle beide Teile auf ihre Außenseite. Also so jeweils, dass die offene Werkzeichenseite nach oben zeigt. Und jetzt habe ich hier Stücke, da muss man dazu sagen, die sind mit der Kreissäge zugeschnitten. Das heißt also, ich gehe davon aus, ich habe hier einen schönen, sauberen rechten Winkel dran. Deswegen leiste ich mir Folgendes. Ich leiste mir jetzt einen Anriss, bei dem ich die Werkstückdicke des einen übertrage, die Werkstückbreite, Entschuldigung, die übertrage auf das andere. Ich kann das hier fühlen, ob das bündig ist. Das kann man sogar besser fühlen als sehen. Jetzt mache ich hier einen kleinen Riss hin. Es ist wichtig, dass dieser Riss jetzt zunächst mal, dass der nicht über die ganze Breite durchgeht, sondern dass der nur so ein kurzer kleiner Anriss ist. Okay? Denn was ich jetzt mache ist, ich positioniere die beiden Stücke nebeneinander und mache die jetzt wiederum hier bündig. Sorge dafür, dass die hier bündig aneinander liegen. Und jetzt übertrage ich diesen Riss auf beide Teile. Und so habe ich die Werkstückbreite bestens übertragen. Ja? Sieht man jetzt hier auf beiden Teilen. So, dann kann ich wieder auseinandergehen, mich an meinen Werkzeichen orientieren und sehe, okay, was ist wo? Das ist das waagerechte Stück. An das waagerechte Stück kommt der Zapfen dran. Ein Zapfen muss rundherum abgesetzt werden, was bedeutet, ich brauche diesen Riss mit der Materialstärke einmal komplett um das Stück herum. Jetzt habe ich das hier an diesem Stück, weil das Zapfenstück wird, komplett herumgewinkelt. Bei dem Schlitzstück ist es anders, denn bei dem Schlitzstück passiert auf diesen Flächen gar nichts, sondern ich schneide über die Kante und ich stemme. Und hier auf den beiden Flächen passiert überhaupt nichts. Bedeutet, ich brauche hier keinen Riss. Das wichtig beim Anreißen gehört auch noch dazu, Risse idealerweise nur da zu machen, wo man sie wirklich braucht. Denn je mehr Risse, desto mehr potenzielle Verwirrung. Also müsst ihr versuchen, gleich immer zu denken, wo muss überall ein Riss hin. Jetzt mache ich hier in dem Falle hier nur eine kurze kleine Markierung hin, denn ich brauche den Riss an dem senkrechten Stück, also sprich an dem Schlitzstück, nur hier. Jetzt habe ich das schon mal eingestellt auf diese Stärke. Also hier ist der Zapfen ist idealerweise und die beiden Schlitzwangen dritteln die Werkstückdicke. Kann man sehen, ne? Da ist es ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel Schlitzwange, ein Drittel Zapfen, ein Drittel Schlitzwange. Das heißt, ich habe jetzt hier das Streichmaß eingestellt, vorab eingestellt auf 8 mm. Und damit reiße ich das jetzt von beiden Seiten aus an. Ja, könnt ihr euch nochmal an dem Streichmaßvideo angucken, wie das am besten funktioniert. Ein japanisches Streichmaß sollte auf jeden Fall gezogen werden, weil die Messerform das so mit sich bringt. So, das heißt, ich habe jetzt hier diesen Riss und diesen Riss hier drüber. Ihr werdet die Feststellung machen, egal was für ein Streichmaß ihr benutzt. Am Kopfholz fühlt sich das Anreißen mit dem Streichmaß nochmal etwas anders an als am Langholz. Aber so mache ich das jetzt hier. Und natürlich solltet ihr daran denken, ein Riss sollte immer nur da sein, wo man ihn tatsächlich braucht. Das heißt, man sollte gucken, dass dieser Streichmaßriss nicht über diesen Bleistiftriss, den wir eben gemacht haben, hinaus zeigt. Okay, das ist das eine Stück. Das ist das andere Stück, habe ich eben schon gesagt. Ne? Die Risse sind vollkommen identisch. Hier. Okay. Und hier. So, das sind soweit die Streichmaßrisse. Und jetzt
ich habe schon festgestellt, es gucken Leute meine Videos an und das sind natürlich auch Leute, die schon vom Fach sind und keine Anfänger und die geben mir dann Hinweise, was mich auch voll freut. Zum Beispiel bei dem Stück, bei dem Video, wo ich das Übungsstück ausgestemmt habe, hat mir jemand gesagt, du hast das ohne Zulagen auf der Werkbank festgespannt. Und das geht ja nun mal einfach gar nicht. Da machst du ja Druckstellen rein. Ist vollkommen korrekt, natürlich. Allerdings war dieses Stück, was ich da bearbeitet habe, wirklich eine reine Sägeübung. Und deswegen habe ich das, um schneller zu sein, einfach so mit der Zwinge festgespannt, ohne eine Zulage oben drauf zu setzen. Aber ja, eigentlich bei einem Stück, was sauber werden soll, gehört eine Zulage oben drauf. Und hier ist es jetzt so, dass bestimmt Leuten von euch aufgefallen ist, dass ich mit nur einer Streichmaßeinstellung von beiden Seiten des Stückes aus angerissen habe. Und das ist natürlich, wenn man so perfekt nach dem Schönen, Wahren und Guten sucht in der Schreinerarbeit, unkorrekt. Und das ist der Grund, habe ich in dem Streichmaße-Video schon mal gesagt, warum Streichmaße in der Regel 2 Nadeln haben, beziehungsweise dieses japanische Streichmaß 2 Messer, da versteckt sich noch eins da unten drin, weil man nämlich damit 2 parallele Risse von einer Seite aus machen kann. Und die goldene Regel beim Schreinerhandwerk lautet eigentlich, alle Anrisse nur von der Werkzeichenseite aus zu machen. Und das hat einen absolut einleuchtenden Hintergrund. Das ist nicht einfach nur so eine Regel, sondern der Hintergrund ist der, dass wenn diese Stücke jetzt nicht so schön mit der Maschine ausgehobelt sind oder schon ein bisschen gelegen haben und die sind jetzt einen Hauch unterschiedlich dick, ne? Also ich habe hier, wenn ich hier so minimale Maßdifferenzen habe und ich reiße jetzt von beiden Seiten aus an, dann führt das dazu, dass ich unterschiedliche Anrisse habe. Also das heißt, die Anrisse stimmen nicht mehr genau übereinander. Und so kommt die Regel zustande, man soll immer von der Werkzeichenseite aus anreißen, also sich eine Referenzfläche suchen und von dieser Fläche aus immer arbeiten. Und dann passen auch die Verbindungen. Vollkommen korrekt. Das ist der Hintergrund. Und ich finde das auch durchaus wichtig, darauf hinzuweisen. Sowieso bin ich der Meinung, man muss Regeln immer erklären. Ich finde es bescheuert, Regeln in die Welt zu setzen und die dann nicht zu erklären. Denn jede Regel hat einen Hintergrund, das liegt in der Natur der Sache. Also der Beruf Schreiner oder der Beruf Zimmermann hat ja nicht angefangen damit, dass es ein Beruf war, in dem es Gesellen- und Meisterprüfungen gibt, sondern es hat angefangen damit, dass Leute aus Holz Sachen gebaut haben. Boote, Truhen, Häuser, so. Und das heißt, das war zuerst ein praktischer Beruf. Und dann haben Leute Erfahrungen gemacht mit diesem Werkstoff und diese Erfahrungen sind dann irgendwann zu einer Theorie geworden, die man heute zuerst lernen kann. Aber jede Regel hat einen praktischen Hintergrund und man muss diese praktischen Hintergründe kennen, um zu wissen, ob man die Regel wirklich anwenden muss oder ob man sie brechen darf. Ja, das ist bedeutsam. Der Dalai Lama, habe ich gelesen, der Dalai Lama, also jeder Dalai Lama, jeder, der Dalai Lama wird, veröffentlicht Lebensregeln. Und jetzt der aktuelle Dalai Lama hat 14 Lebensregeln veröffentlicht. Die sind wunderschön, könnt ihr googeln, die kann man sehr schön nachlesen. Da gibt es 2, die ich echt klasse finde. Und die erste Lieblingsregel vom Dalai Lama, was mich betrifft, lautet: Widme dich der Liebe und dem Kochen mit wagemutiger Sorglosigkeit. Großartige Regel. Und die zweite Regel heißt: Lerne alle Regeln, damit du weißt, wie du sie brichst. Und das ist eine super Regel, bei der man vor allen Dingen, wenn man jung ist, finde ich, nicht vergessen sollte, dass sie nicht nur aus dem zweiten Teil besteht, also nicht nur aus dem Regeln brechen, sondern vor allen Dingen auch aus dem Regeln lernen. Denn das Regeln lernen ist eine wichtige Sache. Denn erst wenn man eine Regel verstanden hat, und das ist wieder die Sache mit dem Hintergrund, man muss den Hintergrund einer Regel kennen, um sie zu verstehen. Erst wenn man eine Regel wirklich verstanden hat, dann kann man bei einem
aktuellen, bei einem besonderen Fall, bei dem, womit ich mich gerade beschäftige, auch die Entscheidung zu treffen. Diese Regel beachte ich jetzt nicht. Ich beachte sie vorsätzlich nicht, weil ich weiß, wie sie funktioniert und weil hier etwas anderes passieren soll. Und dann kann ich die Regel brechen. Also man kann eine Regel nur dann gut brechen, wenn man weiß, warum sie angewendet wird. Und das, finde ich, ist eine wichtige Sache. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt hier, weil das schön sauber ausgehobelte Stücke sind, von beiden Seiten aus angerissen. Was ich natürlich jetzt noch machen muss, was man immer machen muss, ist, ich muss den Abfall kennzeichnen. Jetzt habe ich hier senkrecht das Schlitzstück. Das heißt, hier ist das Abfall. Und das ist das Zapfenstück, das heißt, das ist Abfall. Und vor allen Dingen, ich kennzeichne den Abfall mit Schraffur, nicht mit Kreuz. Man kann das natürlich auch mit einem Kreuz kennzeichnen. Aber ich kennzeichne den auf allen seinen Flächen, um sicher zu sein, da nicht irgendwo zu verwechseln. Das heißt, der Zapfen wird abgesetzt. Das ist nämlich dann auch noch Abfall. So, und jetzt kann ich die beiden Stücke nebeneinander halten und sehen, okay, so sieht es aus. Und damit bin ich jetzt mit Anreißen erstmal fertig. Kommt als nächstes Sägen.